Es ist offiziell, Henley & Partners hat es bestätigt in seinem 2024 Passport-Index, der deutsche Pass ist der beste Pass der Welt. Bist du da überrascht? Mit keinem anderen Pass kannst du in so viele Länder visumsfrei einreisen als mit dem deutschen Pass. Sage und schreibe 194 Länder von 227 Ländern weltweit lassen sich mit dem deutschen Reisepass visumsfrei bereisen. Nun, so ganz stimmt es natürlich nicht, denn Deutschland teilt sich das Top-Ranking mit 3 anderen Ländern. Dabei handelt es sich ebenfalls um andere EU-Länder, nämlich Frankreich, Spanien und Italien. Diese 4 Länder haben also, wie gesagt, den besten Pass der Welt. So sagt es die Firma Henley & Partners. Jedes Jahr gibt sie eben diesen sogenannten Passport-Index heraus. Warum ist das so? Warum kannst du mit dem deutschen Reisepass in so viele Länder einreisen? Und warum ist das zum Beispiel bei einem amerikanischen Pass oder einem britischen Pass etwas ganz anderes? Laut dem Ranking nämlich liegt zum Beispiel Großbritannien nur auf Platz 4, die USA sogar nur auf Platz 7. Nun, ein wichtiger Grund ist natürlich, wie sich Deutschland selbst verhält gegenüber anderen Ländern, wenn man eben hier anderen Ländern und den Bürgern anderer Länder visumsfreie Einreise ermöglicht, dann bedanken sich diese Länder normalerweise damit, dass dort ebenfalls auch dann Deutsche ohne Visum einreisen können. So ist zum Beispiel Brasilien ein gutes Beispiel. Die USA haben Brasilianern die visumsfreie Einreise vor kurzem versagt und jetzt hat auch Brasilien nachgezogen und erlaubt es Amerikanern seit 2024 auch nicht mehr visumsfrei in das südamerikanische Land einzureisen. Hinzu kommt natürlich auch so das allgemeine weltweite Verhalten und Ansehen. Man weiß ja, Amerikaner und Briten sind vielfach in Konflikte involviert, jedenfalls scheint es so zu sein. Hier gerieren sich dann manche Länder doch dann und wollen hier keine visumsfreie Einreise mehr Bürgern dieser beiden Länder erteilen. Deutschland hält sich ja, wie gesagt, diesbezüglich ziemlich zurück. Der deutsche Pass ist also durchaus sehr wertvoll, hat ein hohes internationales Ansehen, zumindest wenn man es beurteilt nach den Ländern, in die man visumsfrei einreisen kann. Die Frage ist natürlich, was das bringt. Wer wird schon jemals diese 194 Länder besuchen, die du hier jeweils ohne Visum besuchen kannst? Etwas Positives ist es natürlich trotzdem. Hierüber muss man sich nun klar werden, vor allen Dingen, wenn man vielleicht überlegt, eine andere Staatsbürgerschaft anzunehmen, sei es eine andere Staatsbürgerschaft zum Beispiel durch Einbürgerung oder eine zweite Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung oder aber auch eine Staatsbürgerschaft durch Investment. Vielfach wird ja gerade eine solche Staatsbürgerschaft per Investment von Personen gewählt, die einen in Anführungszeichen schwachen Pass haben. Zum Beispiel Personen, ich sage mal aus Pakistan. Ich sage das jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber vielfach sind es solche Personen, die sich eine Staatsbürgerschaft per Investment kaufen, weil sie eben damit dann so viel mehr Länder bereisen können als mit ihrem eigenen Pass. Damit sind natürlich viele Berater, die solche Visa per Investment verkaufen, doch immer wieder vor den Kopf gestoßen, wenn Deutsche zu ihnen kommen und sagen, dass sie hier eine zweite Staatsbürgerschaft wollen. Nun, es gibt ja für viele Deutsche auch andere Gründe, als jetzt nur eben das visumsfreie Reisen, sich für eine weitere Staatsbürgerschaft zu entscheiden. Man hat ja vielleicht ganz gerne einen Plan B, man ist nicht damit zufrieden, wie es im Land läuft und möchte sich im Falle einer Krise dann zum Beispiel einen sicheren Rückzugsort haben. Viele haben sich zur Zeit der Pandemie hier gar nicht wohlgefühlt. Hätte man nun einen zweiten Pass gehabt, eine zweite Staatsbürgerschaft, hätte man wenigstens in dieses Land ohne Probleme reisen können und vielleicht hätte man mit weniger Einschränkungen dann dort leben und während der Pandemie, sage ich mal, überwintern können. Dennoch natürlich, man muss sich sehr gut darüber Gedanken machen. Wie schon gesagt, der deutsche Pass ist eben nun mal sehr wertvoll und man sollte ihn jetzt nicht leichtfertig abgeben. Mit dem neuen Einbürgerungsgesetz, was jetzt ja irgendwann demnächst verabschiedet werden soll und auch eingeführt werden soll, wird es ja dann möglich sein, hier die doppelte Staatsbürgerschaft grundsätzlich zu erlangen. Dies ist ja bisher momentan nur mit Schwierigkeiten möglich. Ja? Also wenn man eine Nicht-EU-Staatsbürgerschaft zum Beispiel sich besorgen will, muss man in Deutschland einen Beibehaltungsantrag stellen. Ansonsten erlischt automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Diese Gesetzesänderung wird also Personen natürlich zugutekommen,
die hier einen Plan B, C oder sogar D auch suchen. Das ist jetzt nicht unbedingt so selten. Denkt zum Beispiel an den russischen Milliardär Roman Abramowitsch. Er hat bekanntlich die russische Staatsbürgerschaft und hat dann nach 2018 sich sowohl die portugiesische als auch die israelische besorgt. Ja, viele Wohlhabende, viele Reiche sorgen vor, sie haben mehrere Pässe. Abramowitsch übrigens hat keinen dieser Zweitpässe durch Investment oder so bekommen, sondern durch Family Connections bzw. durch Vorfahren oder im Falle von Israel durch die Tatsache, dass er eben jüdischen Glaubens ist. Ja. Bekanntlich kann jeder, der jüdischen Glaubens ist, in Israel sich einbürgern lassen und erhält dort die Staatsbürgerschaft. Den Pass in Portugal bekam Abramowitsch, weil eben vor vielen Jahren, ich möchte sagen Jahrhunderten, schon Familienangehörige von ihm dort lebten. Das kann auch ein Weg für dich im Übrigen sein zur zweiten Staatsbürgerschaft. Vielleicht nicht in Portugal, vielleicht nicht in Israel, aber auch du kannst schauen, was für Family Connections gibt es dort. Gibt es Verwandte, Großeltern, Urgroßeltern, die in einem dieser Länder gelebt haben oder in irgendeinem Land gelebt haben? Kann ich mir vielleicht so einen Pass besorgen? Mir ist der Fall eines Mandanten bekannt, dessen Großeltern aus Kanada kamen. Er wollte sich nun ebenfalls die kanadische Staatsbürgerschaft beschaffen. Sein Vater hatte nie die kanadische Staatsbürgerschaft offiziell anerkennen lassen. Dies stellte sich jetzt als Problem dar, denn damit der Enkel sozusagen des kanadischen Großvaters hier die kanadische Staatsbürgerschaft bekommen konnte, musste sie zunächst der Vater erwerben, der sie gar nicht wollte eigentlich. So, das sind so die typischen Szenarien, denen wir uns hier ausgesetzt sehen. In dem Fall, den ich jetzt gerade hier erzähle, hat der Vater dann tatsächlich die kanadische Staatsbürgerschaft beantragt, sie bekommen und erst dann konnte der Sohn diese beantragen. Aber über einen solchen Weg, auch wenn es etwas Aufwand ist, auch wenn du vielleicht in verschiedenen Archiven hier nach Urkunden suchen musst und du hier ein bisschen Zeit für brauchst, ist das immer noch vielfach der viel günstigere Weg und vielfach auch der einzige Weg, eine solche Staatsbürgerschaft zu bekommen, wenn du nicht in diesem Land leben willst für einige Jahre und dich dann einbürgern lassen willst, was natürlich ebenfalls geht. Mein Tipp an dich also ist, auch international ist anerkannt und Henley & Partners hat es nun in seinem Passport-Index 2024 wieder mal bestätigt, dass der deutsche Pass ein sehr guter Pass ist. Ich glaube, das müssen wir anerkennen. Wenn du nach einem Plan B suchst, würde ich nicht ohne Not den deutschen Pass aufs Spiel setzen, die deutsche Staatsbürgerschaft aufs Spiel setzen. Irgendwann vielleicht wird die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft kommen. Dann wäre vielleicht ein Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, nun, ich möchte die Staatsbürgerschaft abgeben. Wir sehen das ja in den USA. Es gibt sehr viele US-Bürger, die jedes Jahr die amerikanische Staatsbürgerschaft abgeben. Und ich meine jetzt nicht nur irgendwelche Amerikaner, die im Ausland geboren sind, sondern tatsächlich wohlhabende Amerikaner, die keine Lust mehr haben, irgendwo zu leben auf der Welt, aber immer in Amerika Steuern bezahlen zu müssen. Wenn das Gleiche in Deutschland passiert, kann ich mir vorstellen, dass auch hier viele die Staatsbürgerschaft abgeben möchten. Aber bis dahin, wie gesagt, kann der deutsche Pass sehr sinnvoll und sehr nützlich sein. Ja, beschafft dir auf jeden Fall Alternativen, setz dich damit auseinander. Welche Möglichkeit hast du, einen Zweitpass zu bekommen? Ich habe ja die Wege angesprochen. Oder vielleicht macht auch eine Staatsbürgerschaft per Investment für dich Sinn, abhängig von deiner Staatsbürgerschaft oder auch, was deine Absichten sind. Wenn du natürlich sehr schnell eine solche Staatsbürgerschaft brauchst, innerhalb von ein paar Monaten, wenn du dich damit besser fühlst, dann ist dies vielleicht etwas, was man bedenken sollte. Aber nochmal, es gibt auch andere Wege, an die Staatsbürgerschaft zu kommen und ich würde dir erstmal raten, solche Möglichkeiten abzugrasen, bevor du hier eine Staatsbürgerschaft zum Beispiel in der Karibik dir dann beschaffst, weil tatsächlich ist der Mehrwert dieser Pässe mir jetzt nicht unbedingt spontan ersichtlich. Wenn das Thema Plan B, Wohnsitz im Ausland, steuerliche Optimierung im Ausland auch für dich wichtig ist, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Meine Kollegen und ich machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, ins Ausland umzuziehen, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu sichern, Steuern zu sparen. Ich würde mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und über dein Auslandsvorhaben zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.